Stellt euch mal vor, es gibt einen Klemmbausteinhersteller, der auf seinen Karton ganz stolz schreibt, Made in the EU. Und dann kann man dieses Set in der EU gar nicht kaufen. Willkommen in der Norkenklötzchenscheune. Mein Name ist Blockstar und Freunde, heute habe ich was ganz Besonderes für euch. Das Kobi Set 3117, den Sherman Fury, den wir alle aus Filmen kennen, wie Herz aus Stahl. Für mich hat dieses Set aber eigentlich den Untertitel Herz aus Gold, denn dieses Set, was man nicht in der EU kaufen kann, nur online, nämlich im britischen Tankmuseum von Bovington, hat mir meine Freundin zu Weihnachten geschenkt und somit mehr Zollgebühren bezahlt, als das Set eigentlich wert ist. Es war noch ein bisschen etwas anderes dabei, aber wir runden mal hier ein bisschen auf, um die Dramatik dieses Videos etwas zu erhöhen. Also ihr könnt es nirgendwo in irgendeinen Laden oder auf der Webseite von Kobi kaufen, nur im Tankmuseum von Bovington. Und was dieser Sherman nun zu bieten hat, denn bunt, lustig schaut er ja aus, das sehen wir gleich hier auf meinem Bautisch, der in der EU steht. Mein vielleicht teuerstes Kobi-Set bezogen auf den Maßstab 1:35, der quasi Reimport in die EU, der Fury Sherman M4 A2 E8 76W. Die M4 A2 Version war ein Diesel Sherman und die 76 bezieht sich auf die Kanone. Wir haben hier nämlich eine 76 mm Kanone, da sprechen wir aber später bei den Fakten noch einmal drüber. Ja, ein Reimport, weil man dieses Set ja nur in Großbritannien im Museum selber, also im The Tank Museum von Bovington oder deren Online-Shop kaufen kann. Deswegen haben wir hier die Museum Edition. Dieses Set ist aber sehr teuer in der Anschaffung und dann kommt da ja auch noch Zoll und Versand hinzu. Dieses hebt sogar noch ein bisschen den Preis auf das Doppelte fast an. Deswegen kann ich euch bei den Preisangaben hier nur vage geben, auch was die Teilezahl pro Preis angeht. Das ist alles auf den originären Preis bezogen. Bedenkt aber, wie gesagt, Zoll und Versand kommt noch mit dazu. Ich habe es euch gesagt, Maßstab 1:35, die 3117, so heißt es bei Kobi im Katalog. Die hat 940 Steinchen und eine Minifigur. Wir haben nämlich hier unseren Brad Pitt, den haben wir auch bei der 3118, aber dieses Set halt hier in diesen Zweifarbtarn in Schwarz-Grün bekommen wir halt nur, wie gerade erwähnt, in Bovington. Deswegen auch hier dieser schöne Hinge-Plate-Typenständer. Den finde ich sehr, sehr cool. The Tank Museum und dann der ganze, ja, Name und auch nochmal hier die Edition erwähnt. Wir haben hier schön, man kann ja sagen Deutschland 45, denn der Film spielt ja da, deswegen auch hier dieses leicht ausgeblassene, verbrannte, graue Artwork im Hintergrund und davor der farbenfrohe Panzer. Schauen wir uns die Rückseite an. Da haben wir die Infos. Wir sehen, dass wir hier einen sehr bunten Motor haben, diesen berühmten Sternmotor eines Shermans, dann natürlich hier USA und dann die Typennummer dieses Fahrzeuges 3634551, da kommen wir noch drauf und wir sehen, das Fahrzeug ist vollgepackt mit Accessoires und kommt wie gesagt zweifarbig daher. Ein bisschen Unterschied zu den Originalfotos sehen wir schon, dass eigentlich hier die Lackierung nicht so ganz stimmt. Aber hey, das ist Kobi. Da gehen wir dann drauf ein, wenn wir das Fahrzeug gebaut haben. Und wir haben hier unseren Tank Sergeant. Beim anderen Set heißt er sogar Tank Daddy mit dem deutschen Sturmgewehr 44, genau wie im Film. Und jetzt wollen wir auch gucken, ob genau wie im Film sich hier ein Herz aus Stahl im Karton verbirgt oder doch die originären coolen Kobi-Steinchen. Dafür müssen wir das Set aber einmal fliegen lassen, liebe Freunde. Ja, Freunde, da haben wir 3 Bauabschnittstüten und eine Bauanleitung in DIN A4 auf den Bautisch geflogen bekommen. Und ja, 3 Bauabschnittstüten, glaube ich, sind bei fast 1000 Steinchen auch ganz okay. Ich sortiere sie nochmal in die richtigen Reihenfolge. Jetzt haben wir da die 1, 2 und die 3. Alle so mäßig gefüllt.
Das könnte man bei Kobi auch, ist so ein Kritikpunkt von mir, immer etwas voller machen, aber ist natürlich immer der Baubarkeit geschuldet. Und wir sehen hier etwas hellblau da für den Motor, sonst ist alles relativ schwarz und grün gehalten. Also ein wirklich farbenfrohes Set. Wir haben die DIN A4-Anleitung, die ist klammergebunden. Ich packe die Bautüten mal vom Tisch runter, dann schauen wir uns die Anleitung an und natürlich klappen wir sie einmal auf. Wir haben hier dann natürlich wie immer den Hinweis, wir fangen mit der ersten Bautüte an und achtet bitte auch immer hier auf die Legende, denn da sehen wir Kobis Erklärung für deren typischen Steine, die es ja oft in einer abgewandelten Nutzung gibt. Hier bei den Slopes sieht man es, da auch bei den Slopes oder hier auch bei den Tiles oder den Brick Modified. Der aktuelle Baustep ist bei Kobi immer der farbliche, der Rest ist ausgegraut, hier sogar eher in einem grau-beige gehalten. Wir hangeln uns von den Bausteps durchnummeriert von Baustep zu Baustep, von Bauabschnittstüte zu Bauabschnittstüte und sind dann fertig. Pfeile weisen uns den Weg und in Rechtecken hier sehen wir die Steine, die wir brauchen. Ab und zu gibt es noch kleinere Hinweise, kleinere Pfeilchen, Extrabilder und auch Anlegehilfen, damit man manchmal weiß, welchen Stein braucht man in welcher Länge. Finde ich jetzt hier auf die Schnelle nicht. Werden wir aber später sehen. Hier haben wir es zum Beispiel, da sehen wir, wir brauchen keine Noppen zählen, sondern können diese Fliese wahrscheinlich oder hier diesen Brick Modified direkt anlegen. Fertig sind wir dann mit dem Baustep 178, wenn wir den Typenstand, das Typenschild zusammenbauen. Und eigentlich, aber Kobi zählt das nie mit, ist der letzte Baustep die Zusammenbauanleitung bzw. die Hilfe für die Figur. Ganz interessant, wir sehen schon hier Baustep 176, da werden wir diese Baumstämme zusammenknoten. Diese Seile bei Kobi, ich mag generell keine Knoterei bei Klemmbaustein-Sets, aber diese Seile bei Kobi haben meistens immer so eine Art Klebefilm oder eine ölige Substanz in sich. Somit ist das Zusammenschnüren, Kleben dann eher eigentlich. Ist kein Schnüren, eher ein Kleben. Das geht meistens dann schon einfacher. Trotzdem mag ich das gar nicht. Wer mal wissen will, wie Kobi das auf die Spitze treiben kann, der schaut bitte gerne mal hier oben auf meinem i beim Roman Warship. Da war es dann wirklich die Schnurspannhölle, möchte ich mal so behaupten. Kommen wir aber wieder zurück zu diesem Set. Ihr seht auf den letzten Seiten dann immer noch mal die Teileerklärung. Das heißt, ihr seht, wie die Steine heißen. Und wenn euch ein Stein fehlen sollte, dann könnt ihr das hier, nachdem ihr das kontrolliert habt, auf dieser Webseite, auf dem Link, auf dem Service-Part bei Kobi dann monieren. Und dann hier natürlich ein bisschen Werbung. Und ihr seht hier auch die Werbung zur 3118, die normale Version dieses Shermans, sage ich mal. Aber ich habe mich hier ja nicht bewusst dafür entschieden, sondern dieses Set war ja ein Weihnachtsgeschenk meiner liebsten Freundin. Ja, Freunde, das wird ein tolles Fest, weil ich habe es am Fest bekommen. Ich habe es euch gesagt, beim Fest der Feste. Und es wird ein Festmahl der Klemmbaustein-Zusammenklemmigkeit, würde ich mal behaupten. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei den Fakten und mir, wie gesagt, beim Klemmen, liebe Freunde. Speedbildzeit ist Faktenzeit und heute rollen wir mitten rein ins stählerne Herz eines Hollywood-Klassikers, Fury, Herz aus Stahl. Ein Film, der den Zweiten Weltkrieg nicht heroisch verklärt, sondern in brutaler, dreckiger Echtzeit zeigt, aus der Perspektive eines amerikanischen Sherman-Panzers namens Fury. Veröffentlicht wurde der Film im Jahr 2014 unter der Regie von David Ayer, der übrigens auch für Filme wie End of Watch und Suicide Squad sich verantwortlich zeigte. Die Hauptrolle spielt Brad Pitt als erfahrener Panzerkommandant War Daddy. An seiner Seite Shia LaBeouf, Logan Lerman, Michael Peña und Jon Bernthal. Eine Crew so unterschiedlich wie das Kriegschaos damals selbst. Die Geschichte des Films spielt im April des Jahres 1945. Der Krieg ist eigentlich fast vorbei, doch das Sterben geht leider weiter. Die Handlung begleitet eine 5-köpfige Besatzung, die mit ihren Sherman-Panzer durch feindliches Gebiet muss. Dabei steht nicht nur das Ziel auf dem Spiel, sondern auch der Zusammenhalt und die Menschlichkeit innerhalb der amerikanischen Panzercrew. Besonders intensiv der Kontrast zwischen dem jungen, unerfahrenen Soldaten Norman, gespielt von Logan Lerman, und den abgebrühten Veteranen. Norman ist frisch ausgebildet, hat noch nie einen Schuss abgefeuert und wird mitten ins Grauen geworfen.
Der Film zeigt eindrucksvoll, wie Krieg Menschen verändert. In wenigen Tagen, manchmal sogar in wenigen Sekunden. Was Fury von vielen anderen Kriegsfilmen unterscheidet, ist die enorme Detailtreue. Regisseur David Ayer arbeitete eng mit Historikern und Veteranen zusammen. Waffen, Uniformen, Fahrzeuge, alles wurde so realitätsnah wie möglich umgesetzt. Für Actionfans und Geschichtsnerds ein echtes Fest, wenn man das so sagen kann, bei einem Antikriegsfilm. Aber jetzt wird's richtig spannend für Technikfreunde und natürlich auch für uns Klemmbausteinbauer. In Fury kamen echte historische Panzer zum Einsatz. Keine CGI-Modelle, keine Kulissenattrappen. Zum ersten Mal überhaupt in einem Spielfilm wurde ein originalgetreuer deutscher Tiger-Panzer verwendet. Und das ist etwas ganz Besonderes. Und dieser Panzer stammt aus dem Tank Museum Bovington in England und ist der einzige bis jetzt noch fahrbereite Tiger weltweit. Wenn der also durchs Bild rollt, dann vibriert nicht nur im Kino, sondern auch bei jedem Geschichtsfan das Herz. Aber auch auf der alliierten Seite wurde klotzig statt kleckern hier Panzertechnik geliefert. Der Panzer, der den Fury im Film darstellt, ist ein echter M4A2E8 Sherman Easy 8. Diese Variante war eine der letzten Weiterentwicklungen des legendären Sherman Panzers. Der Easy 8, der seinen Spitznamen wegen seiner verbesserten Federung trägt, war schneller, stabiler und besser bewaffnet als seine Vorgänger. Ausgestattet war er mit einer 7,6 cm Kanone, also rund 3 Zoll Kaliber. Genug Feuerkraft, um sich mit den schwereren Gegnern anzulegen. Der im Film genutzte Fury-Panzer stammt ebenfalls aus einer historischen Sammlung und wurde für die Dreharbeiten aufwendig restauriert und technisch überholt. Dabei wurde nicht nur das Äußere auf Hochglanz gebracht, sondern auch das Innere für Kameraaufnahmen vorbereitet. So konnten spektakuläre Nahaufnahmen mitten aus dem engen Innenraum entstehen. Man spürt das förmlich, wie beengt, stickig und nervenaufreibend das Leben im Panzer gewesen sein muss. Besonders cool, wenn man das so sagen kann, es gab mehrere Sherman-Panzer am Set, aber nur ein einziger war der echte Fury. Er war mit der handgemalten Aufschrift Fury an der Kanone versehen. Seine Ketten waren abgenutzt, sein Lack zerkratzt, alles bewusst so gestaltet, als wäre dieser Panzer monatelang im Einsatz gewesen. Und genau das macht ihn für Modellbauer oder uns Klemmbausteinbauer zur perfekten Vorlage, beziehungsweise hier bei Kobi. Wenn du mal einen Sherman selber baust, der Fury aus dem Film ist das ideale Referenzfahrzeug, weil dieses Set hier bekommt man ja eigentlich nur in England, dazu aber später mehr, wenn wir über das Review sprechen. Gedreht wurde auch in England, unter anderem im Oxfordshire und in den berühmten Pinewood Studios. Das Budget des Films lag bei rund 80 Millionen US-Dollar, also deutlich über 70 Millionen Euro. Und jeder Cent davon ist auf der Leinwand auch zu sehen. Die Kameraarbeit, das dreckige, authentische Feeling vom Look, der intensive Sound, das alles sorgt für eine bedrückende, fast schon klaustrophobische Atmosphäre. Der Soundtrack stammt von Stephen Price, der auch für Gravity die Musik komponiert hat. Seine Stücke verstärken das Gefühl von Bedrohung und Hoffnungslosigkeit, ein musikalischer Volltreffer, wenn ich das so sagen darf. Auch schauspielerisch liefert der Film stark ab. Die Konflikte innerhalb der Crew, das Misstrauen, der Schmerz, aber auch der Zusammenhalt, alles das wird irgendwie glaubhaft und intensiv dargestellt. Eine besonders einprägsame Szene spielt in einem deutschen Dorf, wo eine vermeintlich ruhige Mahlzeit zur psychologischen Zerreißprobe wird. Solche Momente zeigen, Fury ist nicht nur Action, sondern auch Drama auf hohem Niveau. Der Film basiert zwar nicht direkt auf wahren Begebenheiten, doch viele Szenen sind inspiriert von realen Erlebnissen. Zum Beispiel der finale Kampf, bei dem ein einzelner Sherman gegen eine ganze Kompanie deutscher Soldaten antritt. Ein Szenario, das sich im April 1945 tatsächlich so ähnlich ereignet hat. Weltweit spielte Fury Herz aus Stahl über 230 Millionen Dollar ein. In Deutschland lief er unter eben diesen Titel in den Kinos. Ein starker Name für einen noch stärkeren Film, wie ich finde. Mein Fazit: Fury ist ein kompromissloser Kriegsfilm, der nicht glorifiziert, sondern konfrontiert. Mit echter Technik, starken Bildern und einem Herz aus Stahl. Wenn du den Film noch nicht gesehen hast, dann gönn ihn dir ruhig. Und wenn du ein passendes Klemmbausteinset zu diesem Film suchst, ich zeige dir gerade eins, wie ich es zusammenbaue, oder du baust dir einfach selber ein Mock.
das war's jetzt hier mit der heutigen Faktenzeit. Wir besprechen jetzt das Kobi-Set 3117, nämlich eben diesen Sherman Panzer, den Fury, den wir exklusiv im Tankmuseum in Bovington bekommen können. Euch jetzt viel Spaß beim eigentlichen Klemmbaustein-Review dieses, ich nenne es mal, exklusiven Setes. Und ich möchte euch nach dem Review die Bildershow ans Herz legen. Da sprechen wir noch einmal ein bisschen über diesen Film und ich habe eine Empfehlung für euch, die ihr nicht verpassen solltet. Nach 2 Stunden und 50 Minuten steht er da, dieser Panzer, der hier eigentlich außerhalb der Wertung ist, weil wir dieses Set ja eigentlich so gar nicht bekommen und weil er eigentlich durch Zoll und Porto und durch seine generellen Anschaffungskosten hier wirklich weit außerhalb der Range liegt. Unser Fury Sherman M4A2E8 76W, das Museums Edition Set, das wir nur im Tankmuseum oder über das Tankmuseum in Bovington bekommen. 940 Steinchen schwer, die 3117. Natürlich aus der Historical Collection World War II, auch wenn wir, ihr habt es bei den Fakten gehört, hier ja eigentlich ein Fantasie-Set haben, weil wir hier ja einen Filmbezug haben. Kurz zu diesem Fahrzeug noch einmal. Wir haben hier ja den M4A2, die Version, die als einzige einen Dieselmotor hatte, deswegen auch sehr stark verbreitet gewesen innerhalb der Sowjetunion durch das Lend- und Lease-Abkommen. Dieses Fahrzeug hat als großen Unterschied, man sieht es hier nämlich schon am Fahrwerk im Vergleich zu hier unserer M4-Version, ein anderes Fahrwerk, nämlich das HVSS-Fahrwerk statt das VVSS-Fahrwerk. Wir haben hier quasi eine horizontale Federung statt einer vertikalen. Das sind die sogenannten horizontalen Evolut-Federn, so hieß es. Die späteren Shermans wurden fast alle auf dieses HVSS nachgerüstet bzw. umgerüstet. Das Fahrwerk ist ja auch mit so ein Merkmal bei den Sherman-Fahrzeugen, das sofort ins Auge sticht, also bei den M4-Varianten, so wollte ich das euch sagen. Und auch wichtig, das Fahrzeug hat schon einen neueren Turm. Wir sehen hier hinten ja auch so einen leichten Überhang, den wir bei den anderen Sherman-Versionen, die ich euch hier mal mit auf den Bautisch gestellt habe, nicht so sieht. Wir haben hier so eine 1:28er Version, wir haben die 1:48 Version und eine 1:35er Version und hier unser Fury ist ja auch eine 1:35er Version. Ja, neuer Turm, auch was dieses Fahrzeug dann schon hatte, war die sogenannte Wet Storage. Das waren Wasserbehälter rund um die Munitionshalterungen, da der M4 am Anfang des Krieges ja auch einen leichten Spitznamen hatte als quasi fahrendes Feuerzeug. Die Munition ist sehr schnell bei Treffern in Brand geraten. Hier bei den späteren Versionen hat man halt die Wet Storage benutzt, um halt die Munition hinter Wasser oder um Wasser zu lagern. Und ja, der Turm auch, natürlich war er etwas anders, weil wir jetzt hier die 76 mm Kanone verbaut hatten. Das nur nochmal so als kleine Facts zu dieser Version des M4, des berühmten Shermans. Ja, wie gesagt, eine kleine Auswahl hier, damit wir die Fury-Variante hier ein bisschen besser umranden können. Und fangen wir wie immer im Review an mit der Bauanleitung, die mir sehr gut gefällt, einfach weil sie ja optisch natürlich den Karton widerspiegelt, das Design, und weil es ja das alte Layout ist. Und wir sehen schon hier beim Durchgucken, wir haben so tolle Bausteps in dieser Anleitung, die einen richtig Spaß gemacht haben. Zum Beispiel hier der Motor in hellblau ist er gehalten. Ihr seht es aber leider, man muss ihn komplett reinbauen. Hier mit einer Plate wird er auf den Boden drauf gedrückt. Das ist etwas schade. Ich zeige ihn euch gleich. Aber der Motorraum hier in diesem Babyblau macht richtig Spaß. Und was wir auf jeden Fall auch sehen, wir haben viele Drucke, die zeige ich euch gleich. Und wir haben hier natürlich unseren Brad Pitt mit deutschem Maschinengewehr mit dem Sturmgewehr 44. Also ein Set, was außerhalb der Konkurrenz ist, aber für mich trotzdem Kobis schönster Sherman. Bauspaß, habe ich euch gesagt, haben wir hier bei diesem Set total. Weil wir viele Accessoires anbringen, auch
wenn ich sage, dass mich hier diese Schnürerei immer etwas nervt, ist sie mir doch einigermaßen gut gelungen und sieht auch richtig gut aus. Also wir bringen viele kleine Sachen an, wir haben viele Sachen, die bedruckt sind. Dieses Set strahlt eine Geschichte aus, die es ja nur quasi fiktiv gab, aber trotzdem sehen wir hier den großen Konflikt wieder und ja, können es fühlen wie ein GI, wie Truppen in einem Sherman, also die Kommandantur bzw. die Besatzung gelebt hat an so einem Fahrzeug, gerade zu Ende des großen Konfliktes. Also ein Set, was wirklich Spaß macht und schade ist es wirklich, dass wir es nicht bekommen, so easy peasy in Deutschland, sondern wir müssen es bestellen in England, nämlich im, tada, gute Überleitung, im Tank Museum und deswegen hier auch auf dem Typenschild ganz groß, The Tank Museum, Fury Sherman M4 A2E8 76W Museumsedition und der Maßstab auf dieser weißen Plate mit der Hinge kennen wir. Hier aber schön, dass wir halt auch The Tank Museum und Museumsedition drauf gedruckt haben, also etwas ganz Besonderes. Ganz besonders natürlich auch die Farbe, die schauen wir uns gleich an. Das spiegelt sich halt auch wieder. Dieses Grün, ich nenne es mal After Eight oder hochglänzendes British Racing Green, wie immer wir es nennen wollen. Hier haben wir auch ein paar Bolzen und Bügelperlen in der Farbe über bei den Steinen, die übrig geblieben sind. Die schmeiße ich wie immer nicht weg, sondern logischerweise kommen die in die Ecke. Ich habe so ein kleines Häufchen, wo ich immer die Steine von den Sets, die überbleiben, sammle. Und nach einer gewissen Zeit sortiere ich die dann in meinen Kobi-Lager nach Farben weg. Was ich nicht wegsortieren werde, sondern was eine große Stelle in meinem Regal bekommt, ist hier War Daddy Brad Pitt. Wir können es nicht so ganz, ja, finde ich, erkennen, dass das Brad Pitt ist. 3-Tage-Bart, Dreck und die markanten Augen. Ein Gesicht, was ja Erfahrung und vielleicht Verbitterheit zeigt. Hier diese typische Panzerkombo da. Auch die markante Dreifarbmarkierung Gelb, Blau, Rot für die markante Einheit. Die Panzerarmee und ja, das Sturmgewehr 44 sowie hier sein Dienstrang und der Pistolenhalster hier sogar auf den Rücken gedruckt und auch hier Kragen seines Blusons ist gedruckt, sowie auch der Helm komplett bedruckt. Also eine richtig tolle Figur und natürlich das coole Mold des Sturmgewehrs 44. Also War Daddy Brad Pitt, eine coole Figur. Es gibt den Sherman ja nochmal von Kobi, da haben wir mehr Figuren. Da ist das Teil auch nicht so günstig, aber es hat halt nicht die Merkmale, die dieses Set hier hat. Das ist auf den ersten Blick natürlich die Farbe. Wir haben hier dieses Grün, dieses After Eight Grün, ich habe es gerade schon gesagt, British Racing Green. Es kommt ein Tucken milchig daher und beim Bauen hier unter Volllicht auf meinen grau-weißen Bautisch, da hat man ab und zu auch mal Probleme, diese Schwarz vom Grün auseinanderzuhalten. In der Bauanleitung war das kein Problem, aber auf dem Bautisch unsortiert war das schon ein Problem. Und jetzt schaut euch mal an, wie pickepacke voll dieses Fahrzeug gepackt ist mit so vielen Accessoires. Hier die Schnürereien für diese Baumstämme. Ich habe dann die Schlaufen, die über waren, einfach zwischen die Baumstämme geklemmt und große Doppelknoten gemacht oben und schon sieht das fast real aus. Das auf beiden Seiten. Wir haben so viele Drucke. Hier haben wir Haken bedruckt, wir haben die Luken, die sind bedruckt. Hier die Nummer des Fahrzeugs, Fury natürlich auf dem Rohr. Wir haben die ganzen Accessoires bedruckt, wie hier oder hier. Da haben wir sogar Rationen, also Battle Ratio hier drauf. Wir haben hier die Munitionskisten, die so ein bisschen aussehen hier wie serielle Schnittstellen. Und hier auch nochmal Abzeichen vom Fahrzeug und auf der anderen Seite dann auch die gleichen Drucke. Und das sieht einfach klasse aus. Gut, dass es sich hier so ein bisschen spiegelt, ist schade, denn ich habe ja in den Fakten auch von Dreck und schmutzig geredet. Das Fahrzeug glänzt hier im Hochglanz. Ja, das ist ein bisschen so der Kontrast. Das ist ein bisschen schade. Hier oben auch übrigens da ein Okular, auch bedruckt. Also wir haben hier überall die Drucke und natürlich ganz klar der Name auf dem Kanonenrohr. Viele Accessoires, ich habe es euch gesagt, wir haben hier nochmal Holzbretter, wie typisch bei den Shermans, oft an der Front angebracht. Wir haben hier einen Helm, einen Beutehelm, einen deutschen Helm, die Holzbretter oder die Balken bzw. Baumstämme an der Seite. Dann natürlich hier auch noch diese
Schnüre, die so schön drauf gedruckt sind. Hier haben wir Westen mit Munition und Helme, sowie, ich habe es euch gerade schon gesagt, so viele Kanister und diese bedruckten Fliesen, die einfach aussehen nach, ja, heavy loaded, würde ich sagen, ist dieses Fahrzeug, und es hat es auch verdient. Richtig cool finde ich die bedruckten Klappen. Wir haben hier den Innenraum bedruckt, und beziehungsweise nicht bedruckt, aber wir haben den Innenraum, wo wir reingucken können. Wir haben ihn benoppt, das wollte ich sagen. Wir können also Figuren hier auch drapieren. Ich lasse meistens immer die Beine weg, dann gucken die Figuren nur mit dem Oberkörper raus. Das sieht dann auch etwas, ja, realistischer aus. Das Fahrwerk, das erwähnte, hat Spaß gemacht zu bauen. Es ist cool, das ist halt das HVSS, was ich gesagt habe. Auch das hier in den Tarnfarben gebaut. Und die Tarnfarben sind vielleicht der größte Kritikpunkt an diesem Fahrzeug, dass es halt so, ja, übertrieben grün und schwarz wirkt, statt diesem olivgrün und dann schwarz, wie dieses Fahrzeug ja eher war. Und ich musste im Film genauer hingucken, um überhaupt zu erkennen, dass das Fahrzeug eine Tarnlackierung hatte. Große Schwäche ist ja das Teil der Mündungsbremse hier. Das ist zu locker, das dreht sich immer und ist mir auch schon beim Hin- und Herschleppen des Fahrzeugs abgefallen. Cool dann wiederum, auch auf dem Turm haben wir Drucke auf den Luken. Wir haben eine gebaute Luke und wir haben hier zwei große Browning MGs. Und ganz besonders cool finde ich hier die doppelte Bauweise der Munitionskiste an dem großen Browning MG. Das gefällt mir. Über die vielen Accessoires habe ich schon geredet. Auch cool hier hinten die Bauweise mit den Reinklemmen. Es ist ja eh so die typische Sherman-Bauweise, die sich eigentlich bei Kobi immer durchzieht. Hier vorne mit Slopes hoch, dann hinten mit Hinges abfallen dieses Heck. Also vorne das Bullige von Sherman und dann hinten runter, ja, diese quasi abgebrochene Kantenform. Was aber damit einhergeht, und das wollte ich euch zeigen, ist natürlich der coole Motor. Ich nehme den Turm einmal ab. Übrigens da auch eine schöne Klappe noch als Druck. Ihr seht, Kubi-Steine halten so fest, dass sogar der Zapfen hier, der Achszapfen, hier die Steine mit rausgezogen hat. Macht es mir aber leichter, an die Klappe zu kommen für den Motor, denn der Motor sieht einfach Hammer aus. Wie gesagt, ich kriege ihn jetzt nicht raus, ich würde ihn kaputt machen. Es ist schade, dass wir hier diesen Motor nicht wie bei deutschen Modellen oder auch bei russischen rausnehmen können, weil er einfach cool aussieht und ist auch bedruckt. Hat hier noch solche Tubes mit abgerundeten Deckeln und ganz lustig finde ich halt hier, dass wir hellblaue, babyblaue Propeller haben. Und das Fahrzeug rollt auch sehr gut. Hier bei mir, der Oberfläche vom glatten Bautisch, ist das immer so ein Problem. Da ist es ein Sliden, kein Rollen. Und schaut euch die vielen Accessoires an. Hier die Kisten, die Rückleuchten, da nochmal der Spaten. Also das Set ist vollgepackt. Es hat Bauspaß gebracht. Ihr seht es hier, wie kleinteilig wir es gebaut haben. Es ist vollgepackt, es lebt Geschichte, auch wenn es aus einer fiktiven Geschichte kommt. Das habe ich schon ein paar Mal gesagt. Wir haben den Turm, der sehr detailliert ist. Auch schön, hier mal eine andere Bauweise erlebt zu haben. Wir haben gebaute Tarnung mit einer interessanten Farbkombination. Da bleibe ich dabei, das gefällt mir nicht so. Und wir haben eine Brad Pitt-Figur. Und ja, am Ende des Tages, da bleibe ich dabei. Das werde ich ein paar Mal wiederholen. Ist dieses Review hier für euch quasi außerhalb der Wertung, für alle die, die keinen Bock haben, so viel zu bezahlen für ein Set, das man halt nur in Großbritannien bekommt. Deswegen mache ich ja die Reviews, um euch zu zeigen, was Kobi so bietet. Für mich einfach cool, dass meine Freunde mir das Ding geschenkt hat zu Weihnachten. Ich bin Kobi-Sammler und da hätte ich mir das Set auch gekauft, weil es mir einfach in der Sammlung fehlen würde. So etwas ganz Besonderes. Ich würde mir wünschen, dass Kobi solche Sets öfter auf den Markt bringt. Ich würde sogar ein bisschen mehr bezahlen, aber dann bitte für alle zugänglich hier in Europa. Schreibt eure Meinung bitte gerne in die Kommentare. Gerne dürft ihr was zu der Farbkombi sagen, zu dem Film, zu meinen Fakten, die ich ja gerade euch erzählt habe. Bitte lasst es mich wissen. Und für alle, denen das jetzt zu schnell ging, denen es nicht detailliert genug ging, ihr bekommt jetzt Detailbilder, eine Fotoshow, damit ihr euch selber noch einmal alles ganz genau angucken könnt, unabhängig von meinen emotionsgeladenen Geschwafel hier. Also, viel Spaß bei den Bildern. Da gibt es nochmal einen kleinen Hinweis, das habe ich euch schon gesagt. Und danach schauen wir uns zum Abschluss noch einmal in die Augen, liebe Freunde. Liebe Freunde, wie versprochen an dieser Stelle ja immer in meinen Videos seit geraumer Zeit eine Fotoshow aus Detailbildern, damit ihr euch selber unabhängig von meinen subjektiven Wahrnehmungen ein Bild vom Kobi-Set 3117, unsere Sherman M4A2 E8 machen könnt, den berühmten Fury. Denn dieses Set war ein Geschenk und deswegen verbinde ich hier vielleicht etwas zu
tolle Emotionen, sage ich es mal, als dass ich das Set hier wirklich real für euch bewerten kann. Deswegen die Bilder, dann könnt ihr das selber für euch machen und einschätzen. Und durch die Infokarten könnt ihr ja auch den Preis für euch einschätzen. Wie gesagt, eigentlich kommt da noch Porto und Zoll drauf und somit ist das hier eh ein wahnsinnig teures Panzerchen. Ich habe euch aber versprochen, dass es noch ein Highlight gibt, das ich euch ans Herz legen möchte, nämlich dem Kanal Barkhafts vom lieben Sascha. Sascha ist Soldat und erzählt auf seinen Kanälen, er hat mehrere, euch geschichtliche Hintergründe. Kriegstagebücher von echten Soldaten, die im Krieg gekämpft haben, also wirkliche hier hautnahe Fronterlebnisse aus der Sicht von echten Menschen, die die Zeit durchleben mussten. Es geht oft über technische Errungenschaften, über Fahrzeuge, über Einsatzplanungen, über Gefechte, über bestimmte Schlachten. Und der liebe Sascha hat einen Kanal, bei denen er auf Kriegsfilme reagiert oder zu Kriegsfilmen seine Gedanken im Voice-Over gibt und natürlich auch zu dem Film Fury Herz auf Stahl. Und deswegen wirklich die Empfehlung, A ist Sascha ein super toller Mensch, hat einen tollen Kanal, der für mich als Geschichtsnerd einfach wie die Faust aufs Auge passt, aber er kann halt aus auch der Sicht eines Soldaten ein wenig erzählen und so sehr ich auch gerade natürlich in der Faktenzeit von der Technik und Detailgetreue geschwärmt habe, muss so ein Hollywood-Film ja auch immer einen gewissen Spagat machen und da bleibt dann doch ein wenig die Authentizität auf der Strecke, denn ein Hollywood-Film will ja unterhalten und manchmal ist halt die Realität doch etwas dröge und schnöde und der Sascha hat das sehr gut aufgearbeitet, deswegen bitte schaut euch mal sein Video dazu an und wenn ihr das macht, lasst doch gerne einen Kommentar da und sagt, dass ihr vom lieben Blockstar kommt. In diesem Sinne, viel Spaß bei diesem Video. Es ist wie gesagt unten in der Videobeschreibung verlinkt, sowie alle Infos zu diesem Set, was wir gerade besprechen. Und jetzt schauen wir uns zum Abschluss noch einmal in unsere Augen, liebe Freunde. Ja, Freunde, das ist das Video schneller zu Ende, als dass ich einfach nur sagen kann, wow, dieses Set ist so fantastisch in vielerlei Hinsicht. Es ist fantastisch im Preis, weil es kostet weit über 100 Euro. Es ist fantastisch, weil es eine coole Geschichte darstellt, nämlich diesen Film, den wir vielleicht alle kennen, wenn wir uns ein bisschen für Panzer interessieren. Deswegen auch die Fakten, die ja auch irgendwie fantastisch waren, dass wir da so viele unterschiedliche Panzer bekommen haben, die in echt gefahren sind und das in den 2000er Jahren, obwohl die eigentliche Nutzung schon weit Jahrzehnte zurückliegt. Und es ist absolut fantastisch, dass ich heute dieses Review für euch drehen kann, weil meine liebste Freundin mir dieses Set zu Weihnachten geschenkt hat. Obwohl es, das wiederhole ich jetzt nochmal, viel zu teuer ist. Ein Set, das in der EU hergestellt wurde, dann außerhalb der EU geschifft wurde, um es exklusiv in einem Museum in England zu verkaufen. Wenn wir es haben wollen, müssten wir es dann quasi online dort kaufen und dann wird es mit Zoll und Porto und Verpackung wieder in die EU geliefert und wird dadurch viel zu teuer. Denn eigentlich ist es auch schon so vom Kaufpreis zu teuer, denn es kostet ja über 80 Euro. Wenn ich da die, natürlich gebe ich zu, nicht ganz so schöne 3044, unseren M4A1 mir von Kobi angucke aus der Company of Heroes Serie, der ist nicht ganz so schmuck, das gebe ich zu, aber preislich natürlich viel günstiger zu haben als dieser hier. Und trotzdem muss ich sagen, dass es mein absolut schönster Sherman jetzt in meiner Sammlung ist. Die tollen Drucke, War Daddy Brad Pitt als meine Figur, gut, die kriegt man auch in der normalen Fury-Version, aber dann auch diese Zweifarbigkeit, die aussieht klar, als wenn es After Eight wäre, aber am Ende des Tages, und das könnt ihr mir glaube ich auch verzeihen oder auch nachvollziehen, hat meine Freundin mir das Ding zu Weihnachten geschenkt und deswegen ist es auf jeden Fall mein absolut liebster Sherman. Ich habe euch im Review alles gesagt. Ihr habt alle Fakten zum Film, die mir so eingefallen sind, bekommen. Jetzt würde ich ganz gerne von euch ein paar Fakten bekommen. Was denkt ihr von diesem Set? Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Ergänzt mich gerne, wenn ihr dann noch andere Informationen hattet zu dem Film oder zu der Geschichte. Gerne alles unten in die Kommentare. Und ja, ich habe euch jetzt hier angeteasert, dass dieser M4A1 ein bisschen schmucklos daherkommt, aber ich zeige euch demnächst ein Video, wie man auch dieses Set mit ein bisschen Zutun von Nicht-Klemmbausteinen noch cooler machen kann. Das ein kleiner Teaser, mache ich sonst nicht gerne, aber ihr könnt euch ja mal in die Kommentare hier auslassen, was ihr meint, was ich hier mitmachen werde. Aber bleiben wir beim Fury. Ein Panzerchen ist auch nur ein Auto, wenn auch hier in diesem Fall ein teures, mit tollen Drucken, mit einer komischen Farbkombination, mit Brad Pitt. Aber ein Auto bleibt es. In diesem Sinne, wenn auch ja, hier mit Linksverkehr, auf Wiederbauen und gute Fahrt, euer Freund, der Blockstar.